Erstmal Medizin nehmen. Ja. Okay. Hey Casey, was geht? Ich weiß schon, wie er heißt, leider. Soweit habe ich leider schon gespielt. Man erfährt aber seinen Namen nie wirklich richtig. Also, man erfährt es nicht durch normalen Zuständen. Okay. Wir sollten definitiv ein bisschen Nahrung herstellen. Na, das reicht auch erstmal. Nein, nicht essen. Also einen packe ich auf jeden Fall hier rein, den Rest lagere ich ein. Okay, wenn du das alles in den Rucksack packen könnten. Ja, hätte ich machen können, habe ich aber keinen Bock zu. Ich wollte authentisch und realistisch machen, Leute. Kommt schon. Nutri-Eintopf, von Nutri-Eintopf. So, ich brauche auf jeden Fall auch ein paar Verbände. Bis ich kein Antiseptikum mehr habe. Perfekt. Dann kann ich mich jetzt noch voll heilen. Und noch einer. Weil es gut tut. Ein zum Mitnehmen. Und der Rest ins Lager. Okay, ich muss mal kurz gucken, ob da jemand gerade in mein Zimmer reingekommen ist. Den Rest ins Lager. So, und wir gucken mal kurz. Ich gucke kurz, ob die Folge noch läuft. Und wie gut sie läuft. Es geht. Also nur sehr wenige Ruckler. Okay, perfekt. 0,5% ist eine gute Bilanz. Bisher. So, was verbessern wir denn? Ich würde gerne mehr Richtung Schusswaffen gehen. Das Kammerverschlussgewehr klingt schon interessant, aber mich interessiert mal die FS92M und die Nova 1014, vor allem da haben wir die schon mal ein paar Mal gesehen. Aber ich brauche Pfeile, leider. Dann kann ich mir mal die Pfeile nicht mehr leisten, den Bogen auch nicht mehr leisten. Fuck. Ich will auch mehr Inventarplatz haben, das war auch mein Problem, ne? Dafür kann ich den Bioschläger jetzt herstellen. Wie sieht mein Knastmesser aus? Fast am Ende, okay. Mach mal ein neues. Ich kann zwar einen Bogen gebrauchen, habe aber keine Pfeile dafür, die ich dann herstellen kann, deswegen. Nehmen wir die Axt mit. Und machen wir mal ein neues Knastmesser für die nächste Runde. Und haben noch den Revolver dabei. Perfekt. So, was können wir jetzt noch erweitern? Das hier reicht nicht mehr. Hier reicht es auch nicht mehr, dafür haben wir nicht genug Holzreste. Und hier reicht noch ein paar Mal. Jetzt haben wir die Doppelaufschrotflinte und die dazugehörige Munition. Das Filmen, die braucht man auch Metall. Klar, ich könnte jetzt von allem ein bisschen was herstellen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Gut. Ich glaube, die nächste Quest wird erstmal sein, die Informationen abzuliefern beim Sarg. Wir müssen ja nicht rennen. Dann verlieren wir eine Ausdauer durch. Wäre nicht cool. Oh ne, wir verlieren keine Ausdauer durch. Geil. Mal sehen. Ich glaube, ich muss jetzt die Sachen... Ich muss auch immer die Hand mal wechseln. Nice. Das wäre erledigt. Tür zu.
Die nächste Quest wäre dann... Nichts angeheftet, okay. Wir müssen wohl schlafen gehen. Wir können sonst nichts anderes machen. Wir hätten da ein Loch in die Scheibe geschlagen. Verdammt, ey. Wozu habe ich denn diesen Bus? Ich glaube, es wäre noch nicht mal so schwer, den Bus wieder gangbar zu machen. Wenn man mal genau hinguckt. Der ist ja noch ein bisschen schief geparkt, ne? Man müsste nur gucken, dass der Motor wieder läuft. Ich meine, die Stoßstangen kriegt man bestimmt irgendwie weggehebelt, beziehungsweise den Stein unten drunter kriegt man weggehebelt. Und die Reifen sind auch noch gut, also. Ja, die sind noch nicht platt, ne? Nö. Sind nicht platt. Wir haben sogar hier einen Ersatzreifen, also. Wir könnten theoretisch den Bus wieder fit machen und dann einfach wegfahren. Holz. Gehen wir einfach mal schlafen. Tag 4, früh am Morgen. Es sind weniger Vorräte verfügbar. Die Anzahl der Toten hat zugenommen. Mal wieder. Wo ist mein... Das meine ich damit. Out of context kriegt man einfach seinen Namen gesagt. Hä? Present Tower Reality. Die war hier, das Ding da hingelegt und ist dann wieder abgehauen. Während ich da geschlafen habe, will die mich verarschen? Okay, Nutria-Eintopf, nehme ich mit, danke. In die Kiste. Noch irgendwas Neues hier, außer das Bild? Nö. Und die Funzelleuchte, das heißt, wir müssen da mal rübergehen. Eins nach dem anderen. I can hear you. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry, it's just... I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so, I need to take a chance, on you. What do you think? Can you help me out? Please? You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad. Problem is, I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? What do you need? A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is, there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody. Quickly. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? Why are they fighting? You know, resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. I mean, from everything I've been hearing on the radio the last couple of months, bad blood just keeps getting worse. Look, I'm staying out of it, but I can feed you more details if you want. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to warte, das haben wir tower gleich. folks are maybe Das ist even denn to a fault. geskippt, weil mein... A bunch of loose cannon. It's hard and tactics are all about slow warfare mentality. Ja, halt die Klappe, halt die Klappe. How do they operate? So, jetzt. What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls. Tower folks are fiercely loyal to their way of life. Maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the reclaimed.
It's hard to know what they're up to most of the time. The tactics are all about surprise and intimidation. Guerrilla warfare mentality. And they love creeping the tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. Who's running the show for each faction? Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. She's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, you know? The Reclaimed rally around this guy named JB. No clue what it stands for. He's always proselytizing over the airwaves. Frequency 54. Denouncing the tower. Saying they're already dead. He freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but I don't know. Maybe that's the way it has to be. The Reclaimed are eccentric. Let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something, I don't know, who knows. They are inspired, though. Always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean, I don't know. Maybe they're both a bit fucked in the head. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. What's the area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so, you know, no surprise it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment, about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs, you'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, Reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Alles klar. Ja. Mal kurz hingesetzt, um die Story zu hören. Ich muss mich, glaube ich, wieder ein bisschen kleiner machen. So. Ja, ich muss mich kleiner machen. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe dieses OVR Advanced Settings für VR-Chat installiert, damit ich diesen hier machen kann. Also so mich hoch, runter bewegen kann, nach links und nach rechts, ne? Natürlich kann ich eine gewisse Größe einstellen bei Saints and Sinners. Aber es ist ziemlich praktisch für VR-Chat, einfach nur um durch die Gegend zu kommen. Oder wenn man Full-Body-Tracking hat. Habe ich zwar noch nicht, kommt aber noch irgendwann. Kostet nur einen Arsch voll Kohle. I know Omri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat, see if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. Okay. Wir könnten da jetzt hingehen. Mal sehen. Aber ich glaube, wir machen erst mit dem Memorial Lane Quest. Und machen 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, das war ein bisschen besser dran bedient. Also, Memorial Lane. Klick. Jetzt interessiert die Map was wieder. Jesus. Okay, ich bin viel zu groß. Merke ich gerade. Der Boden ist viel zu weit weg. Na, wenn ich mal hier runtergreife.
muss ich ein bisschen kleiner machen. Damit ich den Boden wieder anpassen kann. So, perfekt. Kommt ein bisschen komisch, was? So, Memorial Lane, das rote Haus. Wir ignorieren jetzt mal jeglichen Loot und gehen mal direkt zum Memorial Lane. Zu diesem roten Haus. Was wir aber nicht ignorieren werden, sind Waffenteile. Waffenteile sind wichtig. Peng. Nahrung und Medikamente haben wir erstmal genug, aber Waffenteile sind echt super. Wenn wir uns davon ein Lager zusammen basteln können, haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Das rote Haus. Na Mensch, wir sind aber schnell hier gewesen. Wer bist denn du? No one gets inside. Strict orders. You have a problem with that, see Jeff. He's around the corner. Okay. Jeff? Bist du Jeff? How could he be so dense? You got nerve rolling in here uninvited. Entschuldigung, was geht? Don't mean to intrude. We don't need strays poking around right now. We have enough problems to deal with. Maybe I'm the solution. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. I like to know what I'm up against ahead of time. What are their numbers exactly? We've seen as many as 4 on the 2nd floor. But you never know. They multiply like rats. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate? He might not have much time, but what was he thinking? These are people who have chosen to be savages, not rational people. Not people who understand and appreciate what the tower has accomplished. Okay, gehen wir da mal hin. Das blaue Gebäude da, ja? Alles klar. Mal gucken, wie wir denen helfen können, den Typen. Vielleicht nehmen wir sie auch beide aus. And I'm sure I will force you to swallow them whole. How does that grab you? Ja. I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe. Ach komm schon, das ist einfach nur uncool. And I'm sure I will force you to swallow them whole. How does that grab you? Ein cooler Hut. Kann ich ihn aufsetzen? Ne, kann nur verstauen, schade. Was haben wir denn da? Ein Bot. I'm thinking we blind you first, Anthony. Gouge them right out. Hi. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel. Who the hell are you? The negotiator. A big tough Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. I guess I'm here to negotiate a deal for Anthony's release. Release? That's some kind of joke. That motherfucker isn't going anywhere but in the dirt, where maggots belong. What did he do? This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful. Because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being. But this
fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the Reclaimed. He deserves to die, and I will gladly do it. What I did was horrible.